Man sagt, dass Geistergeschichten erfunden sind, dass Angst nur entsteht, wenn man daran glauben will. Doch dieser Fall wurde nicht erzählt, um zu erschrecken. Er wurde aufgeschrieben, weil jemand musste erklären, was er gesehen hat. Und niemand konnte es. Madrid, Stadtteil Vallecas. Frühe 1990er Jahre. Eine gewöhnliche Wohnung. 4 Wände, keine Geschichte. Bis zu dem Moment, in dem sie begann, sich zu erinnern. Estefania Gutierrez war 18, als sie mit Freunden in der Schule ein Ouija-Brett benutzte. Kein Ritual, keine Beschwörung, nur Neugier. Der Lehrer bemerkte es, riss das Brett auseinander und verbrannte es. In genau diesem Moment schrie Estefania. Nicht vor Angst, sondern vor Schmerz. Sie brach zusammen, krampfte, verlor das Bewusstsein. Später sagte sie nur: »Etwas ist mit mir gegangen.« Nicht in mich, mit mir. In den folgenden Wochen veränderte sich ihr Blick. Sie sah Dinge, die nicht da waren, und hörte Stimmen, die sie beim Namen riefen. Nachts sprach sie mit jemandem im Zimmer, doch niemand war da. Dann begann sie, ihr Augenlicht zu verlieren. Die Ärzte fanden nichts. Keine Krankheit, keine Ursache, nur Angst. 1991 starb Estefania in ihrem eigenen Bett. Still, plötzlich. Die Familie dachte, es sei vorbei, doch die Wohnung war anderer Meinung. Nach ihrem Tod begann sich der Raum zu verhalten, als wäre er nicht mehr leer. Türen schlossen sich, obwohl niemand sie berührte. Fenster öffneten sich, obwohl sie verriegelt waren. Kruzifixe drehten sich um, Bilder fielen, aber nur nachts. Und im Kinderzimmer erschienen Gesichter in der Wand, nicht gemalt, nicht beschädigt, als würde etwas von innen nach außen drücken. Die Familie rief die Polizei, nicht weil sie an Geister glaubte, sondern weil sie Zeugen brauchte. Mehrere Beamte betraten die Wohnung, was dort geschah, wurde dokumentiert. Offiziell. Während der Anwesenheit der Polizei bewegten sich Möbel ohne Berührung. Ein Schrank vibrierte, als würde jemand von innen dagegen schlagen. Ein Tisch verschob sich, langsam, absichtlich. Dann erschien an der Wand ein dunkler Abdruck, die Form eines Gesichts. Keiner der Beamten konnte erklären, wie es entstanden war. Im Bericht steht: Eine unbekannte Kraft verursachte physische Veränderungen ohne erkennbare Ursache. Das ist kein Filmzitat, das ist ein Polizeisatz. Kurz bevor die Beamten gingen, blieb einer von ihnen stehen. Er hatte das Gefühl, dass jemand direkt hinter ihm stand. Dann hörte er eine Stimme. Leise, nah, direkt an seinem Ohr. Sie sagte seinen Namen. Niemand war da. Die Polizei verließ die Wohnung, nicht aus Panik, sondern weil sie nichts mehr erklären konnte. Der Fall wurde archiviert, ohne Lösung, ohne Abschluss. Die Wohnung in Vallecas steht noch immer. Leer, still. Und der Polizeibericht existiert noch. Ein Dokument, das niemals hätte existieren dürfen. Denn er beweist, dass etwas mit Estefania nach Hause kam und dass es nie wieder gegangen ist.